Visa oder Mastercard? Welche Kreditkarte ist besser? Über 90% aller Kreditkartenumsätze laufen in Europa über die Anbieter Visa oder Mastercard. Dass die Verbreitung so groß ist, liegt vor allem daran, dass diese Karten nicht direkt von Mastercard oder Visa selbst herausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt häufig im Paket mit einem Girokonto verschiedener Banken in Deutschland. Daneben gibt es weitere Anbieter, die Visa- und Mastercard-Karten auch kontounabhängig herausgeben. In diesem Video zeigen wir dir die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede sowie die Vorteile und Nachteile beider Kartenarten. Am Ende des Videos stellen wir dir verschiedene kostenlose Kreditkarten vor, die viele interessante Extras bieten. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Visa und Mastercard im Vergleich. Das für viele wichtigste Kriterium bei der Auswahl einer Kreditkarte, die Gebühren, ist nicht davon abhängig, ob du eine Mastercard oder eine Visa-Karte wählst. Die Konditionen legt nämlich die Bank fest, von der du die Karte erhältst. Die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard bestimmen nur den Rahmen, also die Regeln, die beim Bezahlen und Geldabheben gelten, die Technik zur Übertragung der Zahlungsdaten und die Akquise von Händlern. Jahresgebühren, Gebühren für Bargeldabhebungen, Fremdwährungsgebühren etc. werden von der Bank oder dem Anbieter bestimmt, der die Kreditkarte ausgibt. Auch eventuell enthaltene Versicherungen oder andere Leistungen werden dort festgelegt. Anders ist das bei American Express und Diners Club, die deutlich weniger verbreitet sind. Diese beiden Anbieter geben ihre Karten selbst aus, sind also für alle Gebühren und Rahmenbedingungen selbst verantwortlich. Wo kann man mit Visa und Mastercard bezahlen? Insgesamt bieten sowohl Mastercard als auch Visa eine sehr breite Akzeptanz. Sie werden weltweit in praktisch allen Ländern von Händlern akzeptiert. Visa gibt an, dass du an 46 Millionen Akzeptanzstellen mit deiner Visa-Karte zahlen und 2 Millionen Geldautomaten zum Bargeldabheben nutzen kannst. Bei Mastercard sind es 44 Millionen Akzeptanzstellen und ebenfalls 2 Millionen Automaten zum Geldabheben. Die Akzeptanz ist also bei beiden Karten enorm groß. Einen echten Unterschied macht es bei der Auswahl nur, wenn man an extrem exotische Orte reist. In dem Fall ist es sinnvoll, sowohl eine Mastercard als auch eine Visa-Karte im Portemonnaie zu haben. Die verschiedenen Arten von Karten. Visa Classic. Die Visa Classic ist für den täglichen Einsatz geeignet. Sie ist weltweit akzeptiert und lässt sich sowohl elektronisch als auch bei der papiergestützten Abwicklung einsetzen. Visa Gold. Die goldene Visa bietet die gleichen Funktionen, hat aber in der Regel einen höheren Kreditrahmen und integrierte Versicherungsleistungen. Visa Platinum. Ein exklusives Angebot für wohlhabende Kunden mit hohen Kreditkartenumsätzen. Visa Infinite. Die Infinite ist die exklusivste Kreditkarte von Visa und ist ausschließlich über eine Einladung erhältlich. Visa Prepaid. Die Prepaid Visa muss zunächst mit einem Guthaben aufgeladen werden. Du kannst nur über Beträge verfügen, die du vorab aufgeladen hast. Visa Debit. Bei Debitkarten werden Umsätze nicht gesammelt und monatlich abgerechnet, sondern kurz nach dem Karteneinsatz vom Referenzkonto abgebucht. Mastercard Standard. Die Mastercard Standard ist, wie die Visa Classic, eine Karte für den täglichen Einsatz, ob online oder offline. Sie ist weltweit akzeptiert und erfordert keine hohe Bonität. Mastercard Gold. Die Karte mit zusätzlichen Versicherungen, höheren Verfügungsrahmen und weiteren Extras. Mastercard Platinum. Die exklusive Kreditkarte mit noch höherem Verfügungsrahmen für wohlhabende Kunden. Hier gibt es Extras wie Zutritt zu VIP-Lounges an Flughäfen, Bonusprogramme und so weiter. World Elite Mastercard. Die World Elite Mastercard ist das exklusivste Angebot und umfasst zahlreiche Privilegien für sehr wohlhabende Kunden. Mastercard Prepaid. Die Prepaid-Karte muss zunächst mit einem Guthaben aufgeladen werden, über das anschließend verfügt werden kann. Mastercard Debit. Bei Debitkarten werden Umsätze nicht gesammelt und monatlich abgerechnet, sondern kurz nach dem Karteneinsatz vom Girokonto abgebucht. Echte Kreditkarten, Debitkarten und Prepaid-Karten. Die Unterschiede. Die echten Kreditkarten, also Karten, bei denen du einen Kreditrahmen erhältst, werden in Charge- und Revolving-Karten unterschieden. Bei Charge-Karten kannst du deinen Kreditrahmen im Abrechnungsmonat frei verwenden. Am Ende werden dann alle Beträge in Rechnung gestellt und normalerweise vom Girokonto abgebucht. In manchen Fällen musst du den Betrag selbst überweisen. Revolving-Karten bieten dir ebenfalls einen Kreditrahmen, den du innerhalb eines Monats frei verwenden kannst. Hier wird aber nicht immer der gesamte Betrag abgerechnet, sondern es können monatliche Teilzahlungen erfolgen. Üblich sind zwischen 5 und 15% des aufgelaufenen Saldos.
Bei der Nutzung der Teilzahlungsfunktion werden Zinsen berechnet. Revolving-Karten können aber auch wie Charge-Karten genutzt werden, sodass du den Betrag komplett zurückzahlst. In dem Fall fallen keine Zinsen an. Bei den Debitkarten erfolgt die Abrechnung von Zahlungen und Bargeldabhebungen unmittelbar vom Girokonto. Hier erhältst du keinen Kreditrahmen, den du nutzen kannst. Prepaid-Karten werden vorab aufgeladen. Du kannst nur über die Beträge verfügen, die du zuvor auf die Karte überwiesen hast. Wie funktioniert kontaktlos bezahlen? Mit praktisch allen aktuellen Karten kannst du kontaktlos bezahlen. Ermöglicht wird das durch die Nahfunktechnik Near Field Communication, kurz NFC. Dabei musst du die Kreditkarte nur kurz an das Lesegerät halten und brauchst sie nicht mehr hineinzustecken. Das geht schneller und ist bequemer. Bei Mastercard benötigst du bis 25 € keine PIN für den Zahlungsvorgang. Bei Visa sind es 50 €, die pinfrei bezahlt werden können. Ob deine Karte das unterstützt, siehst du am Funksymbol auf der Karte. Kontaktloses Zahlen geht außerdem auch mit dem Smartphone oder einer Smartwatch. Am weitesten verbreitet sind dabei Google Pay und Apple Pay. Dort wird die Kreditkarte hinterlegt und du kannst dann mit deinem Handy oder deiner smarten Uhr ganz einfach bezahlen, indem du das Gerät vor den Kartenleser hältst. Da du hier zum Aktivieren deinen Handycode, eine Touch-ID oder die Face-ID nutzt, hast du hier einen besseren Schutz vor dem missbräuchlichen Auslesen deiner Kartendaten. Die Nutzung von Apple Pay und Google Pay ist kostenlos für dich. Wie sicher sind die Kreditkarten von Mastercard und Visa? Grundsätzlich sind Kreditkarten sehr sicher. Wenn du deine Kreditkarte verlierst oder sie gestohlen wird, musst du sie über die Telefonnummer 116 116 sperren lassen. Diese Nummer gilt sowohl für Visa als auch für Mastercard. Bei einigen Anbietern lässt sich die Karte auch bequem per App sperren. Bis zur Meldung des Verlustes haftest du in der Regel für finanzielle Verluste, maximal jedoch bis 50 €. In der Praxis gibt es einige Banken, die auf die Haftung des Kunden komplett verzichten. Mit der sogenannten Zero Liability Protection schützen dich auch Visa und Mastercard vor finanziellen Verlusten durch Kreditkartenbetrug. Dafür darfst du allerdings nicht fahrlässig mit der Kreditkarte umgegangen sein. Auch beim Online-Shopping sorgen beide Anbieter für Sicherheit. Mit dem 3D-Secure-Verfahren muss man sich bei Zahlungen mit der Karte noch einmal ausweisen, beispielsweise durch Eingabe einer PIN. Wenn trotzdem einmal etwas schiefläuft, zum Beispiel wenn abgebucht wird, du aber keine Leistung erhalten hast oder bei Doppelbuchungen, kannst du dein Geld über das Chargeback-Verfahren zurückholen. Dafür musst du ein Formular ausfüllen, online oder auf Papier, in dem du den Grund für die Reklamation und Nachweise für die Berechtigung der Rückbuchung angibst. Karteneinsatz weltweit. Der größte Vorteil der beiden Anbieter ist die weltweite Akzeptanz. Beim Einsatz im Ausland außerhalb der Eurozone, zum Bezahlen und Geldabheben, werden die Umrechnungskurse von Visa und Mastercard verwendet. Hier haben wir verschiedene Währungspaare verglichen und in allen Fällen war der Umrechnungskurs von Mastercard besser. Einsparungen von bis zu 2% sind hier möglich. Darauf solltest du bei der Auswahl achten. Deine Kreditkarte für den normalen Alltag sollte dauerhaft und ohne Bedingungen kostenlos sein. Auf Reisen weltweit sollten keine Fremdwährungs- oder Auslandsgebühren anfallen. Welche Kreditkarten sind empfehlenswert? Die Konditionen von Visa und Mastercard Kreditkarten variieren unter den verschiedenen Banken und Anbietern stark und man kann schnell den Überblick verlieren. Daher stellen wir dir noch schnell unsere beiden Empfehlungen vor. Jeweils eine Mastercard und eine Visa-Karte. Hanseatic Bank Genialcard Visa. Die Visa-Karte ist bedingungslos kostenlos. Das heißt, es fällt keine Jahresgebühr an. Und das auch dann nicht, wenn du die Karte nicht benutzt. Geld abheben und bargeldlos bezahlen ist weltweit kostenlos. Es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Bei der Karte handelt es sich um eine echte Kreditkarte, sodass sie auch problemlos bei Autovermietungen und in Hotels akzeptiert wird. Du erhältst einen Kreditrahmen und hast ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 6 Wochen. TF Bank Mastercard Gold. Die goldene Mastercard von der TF Bank ist ebenfalls kontounabhängig und ohne Bedingungen kostenlos. Es fallen keine Fremdwährungsgebühren für den Einsatz außerhalb der Eurozone an. Geldabhebungen sind allerdings nicht gratis, sondern werden vom Tag der Abhebung bis zum Ausgleich verzinst. Du solltest die Karte also idealerweise nur zum Bezahlen verwenden. Interessant ist das kostenlos enthaltene Reiseversicherungspaket, das dich und Mitreisende auf Reisen schützt, wenn du sie mit der Karte gezahlt hast. Links zu beiden Anbietern findest du, wie immer, unter dem Video. Wenn dir das Video, Mastercard oder Visa gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Hast du noch Fragen zum Thema? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.